Meine Frau und ich feiern am Montag unseren 7. Hochzeitstag und ich habe mir gedacht, es wäre cool, unsere Geschichte zu erzählen und euch dabei etwas Deutsch beizubringen. (2003) wohnte ich in einer kleinen Stadt in der Nähe von Effingham in der Mitte von Illinois. Es war nicht viel los in meiner Heimatstadt und auch nicht viel in Effingham. Deshalb fahren viele Teenager in der Stadt herum, treffen sich auf Parkplätzen von Geschäften und hängen dort zusammen ab. Ja, es war teilweise langweilig, aber so war das. In dieser Nacht aber wollten wir im Walmart spielen. Manchmal haben wir Verstecken oder Marco Polo, eine Art blinde Kuh, gespielt. Als wir aber auf den Parkplatz fuhren, sahen wir einen Pickup voller Mädchen. Sie waren schön und ungefähr so alt wie meine Freunde und ich. Also hielten wir sie an. Wir sprachen eine Weile mit ihnen auf dem Parkplatz, aber dann fing es an zu regnen. Wir gingen mit den Mädchen in den Walmart und setzten unsere Gespräche mit ihnen in der Fernsehabteilung auf den dortigen Sofas fort. Ich fand eins der Mädchen nett, aber mein Freund sagte, dass er sie um eine Verabredung bitten wolle. Da ich ein guter Freund bin, hielt ich mich zurück. Mein Freund und meine zukünftige Frau waren fast ein Jahr zusammen, bevor er ihr fremdgegangen ist. In der Zwischenzeit hatten wir alle drei in demselben Geschäft gearbeitet. Mein Freund wurde entlassen, aber meine zukünftige Frau und ich haben sehr lange dort gearbeitet. Ich fing als Kassierer an und war irgendwann Lagerist. Sie war Köchin im Restaurant des Geschäftes. Um ihre Pause zu nehmen, musste sie durch meine Abteilung laufen. Jahrelang mochte sie mich nicht, denn ich hatte etwas Blödes gesagt, als sie mit ihrem Freund, also meinem Kumpel, Schluss gemacht hat. Seitdem war funkstill, wenn sie durch meine Abteilung lief. Eines Tages fragte sie mich über einen Kollegen aus, der in der Nachbarabteilung arbeitete. Sie wollte wissen, ob er sie mag und ob sie mit ihm ausgehen solle. Ab dann sprachen wir viel über unsere Beziehungen. Ich fand das etwas komisch. Ich sagte ihr dann, dass wir nicht wie normale Menschen sprechen. Normale Menschen sprechen über das Wetter, die Arbeit oder sowas. Aber wir sprachen nur über andere Menschen. Ein Gespräch führte zum anderen und eines Tages rief ich sie an und fragte sie nach einem Date. Wir gingen ins Kino und sahen den Film Himmel und Huhn. Das ist ein Kinderfilm. Wir waren die einzigen im Kino. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber Ende 2005 waren wir ein Paar. Ein paar Jahre später beschloss ich dann, dass ich sie heiraten will. Ich bin mit meinem besten Freund dann den Ring kaufen gegangen. Ich bat ihre Eltern um die Hand ihrer Tochter und nach deren Zustimmung musste ich ihr nur noch den Antrag machen. Ich machte mein erstes Deutsch-Lernvideo in einem Kurs an der Uni. Ich dachte, ich könnte so etwas machen, um sie um ihre Hand zu bitten. Wir haben sehr viele Filme zusammen angesehen. Eines Tages, als wir im Keller meines Elternhauses ein paar Filme anschauten, habe ich die DVD, die ich gemacht habe, in den DVD-Spieler eingeworfen, mit Bildern aus unserer Kindheit und Jugend, und am Ende des Videos habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten wolle. Sie hat ja gesagt und am 24. Juli 2010 heirateten wir. 2012 haben wir eine Tochter bekommen und in 1 oder 2 Wochen werden wir einen Sohn bekommen. Unsere Liebesgeschichte hat erst begonnen. Thank you for choosing to learn German with me. If you're looking to take your German learning to the next level, subscribe to this channel and get 2 videos each week from me. If you support this channel on Patreon, you can also get a copy of the script for every video I upload, along with a worksheet and an answer key. If you're just starting to learn German, check out my German for Beginners playlist here on the left. If you've been learning German for a while but you're still looking to learn more, check out my Intermediate playlist on the right. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!